Ich bin Jonas Richter, kam 1999 nach Göttingen zum Studieren und habe dann im Herbst mir auch einen Chor gesucht. Bin insofern seit 2000 war das erste Konzertjahr, wo ich dann dabei bin. Und habe dann zwar mal einzelne Jahre ausgesetzt, aber bin immer dabei geblieben, so bis heute. Ich bin bei Unikante, singe ich im Bass und habe manchmal auch Stimmgruppenleitung gemacht, das heißt dem Bass jeweils die Töne und Rhythmen beigebracht und mache auch ab und zu das Einsingen für den ganzen Chor. Und ich werde jetzt ab Herbst 2016 die Chorleitung von Jana Faust übernehmen. Ich hatte vorher im Schulchor gesungen und hatte Lust, mir in Göttingen hier auch einen Chor zu suchen. Und damals, das ist ja schon länger her, damals gab es noch keine großen Bildschirmwände in der Mensa, wo dann draufsteht, was es zu essen gibt. Es gab das Mensa Spezial, das war eine kleine, einfache Zeitschrift, wo nicht nur die Essenspläne für die nächsten 4 Wochen drin waren, sondern auch weitere Informationen. Und eine dieser Informationen, als ich hier nach Göttingen kam, war halt, da gibt es einen Chor und da kann man einsteigen und dann bin ich da eingestiegen. Unikante, das Besondere an Unikante ist für mich die Mischung aus einer ganz angenehmen Gemeinschaft, ein sehr schönes Miteinander und dann der musikalische Anspruch, durchaus diffizile, schwierige Arrangements, alle von Leuten aus dem Chor oder Leuten, die dem Chor nahestehen, selber arrangiert, daraus eben ein Programm zu machen und dieses Programm auch in der zweiten Konzerthälfte durch ein Thema zu verbinden und auch dieses Thema dann durch Kostüme, kleine Theaterszenen oder ähnliches noch irgendwie weiter auszubauen. Und das ist schon eine sehr eigene Mischung, die macht sehr viel Spaß. Also einer, der mir einfällt, ist gar nicht bei Unikante passiert, aber ich glaube trotzdem irgendwie typisch. Ich saß ganz harmlos bei der Arbeit im Büro und habe, wie das manchmal eben so vorkommt, wenn man bei Unikante singt, einfach vor mich irgendwas hingesungen und gebrummt und irgendwelche Töne gesungen. Und dann kam die Mitarbeiterin aus dem Nachbarbüro herüber und war schwer irritiert, weil sie dachte, ihr Rechner hätte komische Geräusche von sich gegeben. Und wir konnten das dann natürlich klären, aber es war interessant, dass einfach nur so ein irgendwas ich da gebrummt habe, erstmal bei ihr dazu führte, dass sie der Technik misstraut hat. Es ist schwer, aus den Chorjahren einen Favoriten auszuwählen, aber ich finde, das Chorjahr 2009 mit dem Zeitreisethema war schon herausragend, vor allem durch die Medleys, in denen wir in jeweils sehr kurzen Liedschnipseln wahnsinnig viele Lieder jeweils aus einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel den 60er und 70er Jahren eben, zusammengeschoben haben und das auch durchaus auf eine sehr reizvolle Art. Also es war nicht nur so einfach hintereinander gekettet, sondern auch ineinander geflochten und hübsch verbunden. Das war schon was sehr, sehr Schickes. Das ist vermutlich so alle paar Jahre irgendein anderes und ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was es aktuell ist. So denke ich irgendwie nicht. Ich versuche einfach an allen Arrangements Spaß zu haben und die mir nicht so ganz zusagen und trotzdem hinzunehmen als irgendwas, was dem Publikum wahrscheinlich oder vielen im Publikum gefallen wird. Ja, abgesehen davon, dass Kollegen mich bei der Arbeit ansprechen, ob ihr Rechner vielleicht kaputt sei, hat es insofern Auswirkungen, als ich beim Chor jemanden kennengelernt habe, die ich dann geheiratet habe. Das kann man vermutlich als außerchorische Wirkung des Chores bezeichnen. Ich habe keinen eindeutigen Favoriten für ein Chormotto.
Ich habe ein, zwei sehr vage Ideen und muss da erstmal mit weiteren Leuten reden, ob sie das für machbar halten, ob sie da Ideen haben, ob sie da mit arrangieren würden. Ich habe mal überlegt, ob man irgendwas aus dem Bereich Science Fiction, Star Wars und ähnliches machen könnte. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Wir werden darüber reden und vermutlich gibt es noch viele andere tolle Ideen, die mir nicht kommen, sondern anderen Leuten und die aber auch dann großartige Chancen haben. Naja, mindestens weitere 25 Jahre. Unikante ist für mich ein ganz besonderer Chor, der mir wahnsinnig viel Spaß macht und den ich ab Herbst 2016 sehr gerne leiten werde.